Okay, mal los geht's. Ich glaube, wir haben eine DNA, dass wir aber mit Menschen können. Ja, und kommunizieren können. 30 minutes, 30, ma'am. Total krass. Das heißt, wir einfach auf dem Flugfeld hier stehen. Das ist total verrückt. Du willst wissen, wie sich eine Reise durch Transsilvanien wirklich anfühlt? Dann ist diese Serie für dich. Erlebe mit uns Abenteuer, Kulinarik und Kultur. Entdecke faszinierende Orte und lerne Menschen kennen, die Transsilvanien so besonders machen. Guten Morgen, immer noch aus Hermannstadt. Ja, das Treffen ist vorbei. Aber bevor wir jetzt fahren, gibt es noch etwas, was ich jetzt erleben darf. Ganz besondere Aktivität. Ich habe gestern den Eike kennengelernt. Eike hat ja gestern mit uns ein Interview gemacht über unseren Film Sehnsucht nach einer unbekannten Heimat. Und er ist nicht nur Radio-Host, sondern ist auch Pilot. Und er ist selber mit dem Flugzeug eben hergeflogen und hat uns eingeladen, noch bevor er zurückfliegt, einen kurzen Rundflug zu machen über die Stadt, über Hermannstadt. Und das ist natürlich für mich mega krass. Also zum einen halt überhaupt diese Gelegenheit zu haben, über die Stadt so sehen zu können. Zum anderen ist es aber auch so, ich bin auch noch nie in irgendwas geflogen, was irgendwie jetzt kleiner ist als ein normales Verkehrsflugzeug irgendwo. Und bin deswegen sehr gespannt, wie das sein wird und was uns erwarten wird. Und wir treffen ihn jetzt gleich. Also, let's go! Treffpunkt ist die Frühstückslounge im zentral gelegenen Ramada Hotel. So, treffen wir Eike. Da, schau an. Hier ist er noch mit Unternehmer Christian Macedonski und Dr. Per Gebauer, dem damaligen deutschen Botschafter in Rumänien, im Gespräch. Hallo, servus, hallo, guten Morgen. Per Gebauer, freue mich Holger, sehr. guten Tag. Hallo. Guten Morgen. Ihr macht jetzt einen Rundflug. Wir machen einen Rundflug, genau. Also genieß es. Und, Danke, ich bin sehr gespannt. Am Flughafen werden wir schon erwartet. Deshalb geht's direkt rein ins Uber. Die perfekte Gelegenheit, mehr über Eike zu erfahren. So, Aber kommen wir mal zu dir auch. Du bist hier geboren, aber sehr früh als Kind dann quasi auch ausgereist, mit deinen Eltern wahrscheinlich dann. ja. Wie kam es? Was ist so dein Background? Du, ich bin mit 5 ausgewandert. Das war 1983. Und wie das so ist, ne? Also ich kenne es ja nur aus Erzählungen, weil mit 5 habe ich zwar so ein bisschen noch im Kopf, was passiert ist, aber auch nicht mehr wirklich. Aber das aus Erzählungen, ne? Du reist aus einem Land aus, weil meine Eltern wollten mir ein schöneres Leben bieten als 77 in Rumänien. Das war noch zu Ceausescu-Zeiten. Ja. Und dann 83 ausgereist mit dem Zug. Ja. Meine Eltern haben mir erzählt, sie haben große Kisten, die Holzkisten. Die, Wir haben sie auch im Keller. Mein Vater hat sie bis heute noch behalten. Echt? Ja, wir haben sie noch 1:1 ich da. glaub, meine Eltern haben es einfach weggeschmissen, Ja, aber sie wollten dafür nichts mehr wissen. wahrscheinlich, ja. Was war deine Motivation, in die Medien zu gehen? War das ein Zufall oder war das... Ich glaube, das war Zufall. Okay. Ja, also Entertainment. Ja. Ja, ich glaube, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben eine DNA, dass wir aber mit Menschen können. Ja. Und kommunizieren können. Und ich fand das cool. Und ich fand das cool, als Junge in ein deutsches Radio zu kommen, was in der Zeit mit Sicherheit nicht einfach war. Ja? Ja. Ganz klassisch Volontariat gemacht, also wirklich von der Pike auf Radio gelernt und jetzt bin ich 30 Jahre im Radio und ich habe mit einem Freund zusammen 23 Sender aufgebaut in Deutschland, mit Radio Frankfurt, die Antenne-Sender in Rheinland-Pfalz, aber auch ein Radio Holiday, da geht es um Tourismus. Ja. Und natürlich verbinde ich jetzt meine Fliegerei, hierher zu kommen nach Rumänien und auch Sendungen zu produzieren für Radio Holiday, zu sagen, hey, Rumänien ist ein tolles Urlaubsland. Ja. Ja? Vielleicht ein
ein Geheimes, ein Unentdecktes. Ja? Eine Mission, die uns verbindet. Auch wenn wir noch ganz am Anfang dieser Reise stehen. Und so langsam steigt die Aufregung vor unserem ersten richtigen Abenteuer. Hier in Hermannstadt. Soll ich dir was sagen? Ja. Das sind nicht nur neue Flughäfen, das sind einer der neuesten Scanner. Ja. Deswegen musst du nichts auspacken. Ach cool, Hier musst du okay. nichts auspacken, wirklich. Ich merke schon auch so ein bisschen jetzt langsam, ich bin aufgeregter als beim Normalflug. Ey, das ist alles sehr entspannt und Das ist gleich was mich so, also das ist halt das ist einfach ungewohnt. Das ist in dem Sinne, man kennt so die ganzen Systeme und Routine als Passagier, aber jetzt geht alles so schnell. Kein Anstehen, kein Warten. Und es wird noch besser. klassisch wie die anderen großen Piloten auch. Ne? Die werden abgeholt und zum Flugzeug geführt. Mhm. Also ganz klassisch wie die anderen Piloten auch. Und ich muss ganz kurz hier rein und muss bezahlen. Während Eike sich noch um die letzten Formalitäten kümmert, nutzen wir die Gelegenheit, um uns ein bisschen umzuschauen. Total krass. Das heißt, wir einfach auf dem Flugfeld hier stehen. Das ist total verrückt. Bin echt gespannt. Schauen wir mal, wie es läuft. Schnell noch ein letztes Mal den wunderbaren Ausblick von hier unten genießen. Denn jetzt heißt es Abfahrt. Mit einem Privatshuttle geht es für uns zum Flugzeug. So, 9:10 Uhr. Wir haben mal so ein bisschen die ganze Verwaltung gemacht gerade eben. Ja, also Parken bezahlt, die Jungs bezahlt, die Landung bezahlt. Also ich muss ja keine Zahlen nennen, aber so, man kann sich das als normaler Mensch gar nicht vorstellen, was man in Dimensionen man spricht. Kostet das alles Tausende von Euro oder ist das, also was kostet so ein Spaß? Also du meinst jetzt das Fliegen oder jetzt das was? Ja, so Flughafengebühren oder sowas. So, das war jetzt nichts Teures, ja. Also 50 Euro für die Jungs von Menzies. Ne? Die Landung liegt bei 100 Euro. Mhm. Das ist jetzt im obersten Part. Ja? Man sagt, den Timisoara zum Beispiel kostet nur 38 Euro. Mhm. Ja? Aber natürlich verständlich. Ja. Weniger Traffic auf dem Flughafen. Ja? Das heißt, da werden die Gebühren höher. Und ich bin mir sicher, dass in 10 Jahren, wenn hier immer mehr Leute kommen, dann werden auch die Gebühren günstiger. Jetzt wird es ernst. In dieser Maschine soll es für uns gleich nach oben gehen. Kaum länger als ein Sprinter und wie bei einem dreitürigen Auto werden die Sitze zum Einsteigen nach vorne geklappt. Als Treppe dient der Flügel. Während Eike draußen die letzten Check-ups macht, steht Holger vor einer anderen Herausforderung. Okay, wie schnallt man sich überhaupt damit an? Ja, das sind andere Gurte als im normalen Flugzeug. Hat ein bisschen mehr Beinfreiheit als ein normalen Flieger. Wenn ich mein Headset aufsetze, machst du es bitte auch. Mhm. Wenn ich mein Headset absetze, machst du das bitte auch. Ja. Das ist total krass. Ich bin sehr gespannt, wie sich auch das Fliegen jetzt auch anfühlt. Ich glaube, das ist ein bisschen anders, als wenn so ein großer, abstrakter Jumbojet abhebt. Ich bin positiv aufgeregt. Startschlüssel wie beim Auto. Genau. Man merkt, Eike ist nicht nur Pilot. Er ist auch Fluglehrer und erklärt uns genau, was passiert. Aufregung und Höhenangst habe ich dabei längst vergessen. Gut.
Haben wir alles gemacht. Ich gehe mal ganz kurz die Checklist durch. Mit Air Traffic Control stimmt sich Eike über die Flugdetails ab. Sie begleiten uns sozusagen vom Boden aus und sind ständiger Ansprechpartner. 30 minutes 30, ma'am. We're coming back. We have a next flight plan from Sibiu to Timisoara then. So just a sightseeing flight over the city, 30 minutes, and then flying back over here, taking my other pilot and flying back to Timisoara. Roger, 30 minutes. So, alles gut? Sehr gut. Alles sehr gut? Perfekt. sehr gut. So, ganz klassisch, wie bei anderen Flugzeugen auch. Ein Startup, ja, und gucken, ob alle Parameter passen. Hier steht, ne, 2200 RPM und dann schalten wir mal alle Elektronik hier ein. Das sieht aber alles gut aus. Gucken wir uns ganz kurz mal die Page an. Alles green, guck mal hier, alles perfekt. Ja. Das sieht alles gut aus. Während wir den Piloten über die Schulter gucken dürfen, steigt die Vorfreude. Guck mal, hier starten wir, ne? Rotation bei 71, 75 Knoten, das ist ungefähr 150 km/h. Und dann geht's gleich los. Kurze Frage euch, geht's gut? Uns geht's sehr gut. Es sind Okay. ein paar mehr Parameter zum Ausparken von einem Auto auf jeden Ja. Fall. Ready for departure. Das Flugzeug setzt sich in Bewegung und wir rollen erst noch langsam über den Asphalt. Okay, und los geht's. Immer schneller geht's jetzt Richtung Horizont. Okay, und gleich geht's hoch. Okay, Jungs? Ja. Mädels, nach oben? Ja! Ja, verrückt. Gefühlt sind wir in Sekundenschnelle in der Luft und schweben über den Feldern. Wahnsinn, wie grün da unten alles ist. Wir fliegen einen kleinen Bogen und dann tauchen plötzlich unzählige rotbraune Ziegeldächer am Fenster auf. Die Straßen, durch die wir gerade noch spaziert sind, scheinen jetzt von hier oben als schmale graue Kanäle durch das Häusermeer zu fließen. Der Platz, der gestern noch so voll war. Heute ganz leer. Angst zur Fliegerei, was fasziniert dich daran? Was anderes zu machen außer Radio. Macht was für den Kopf. Und da freue ich mich natürlich, wenn so Leute wie du neben mir sitzen, ja, die sagen, hey, ich will mir das mal von oben angucken, ja. Und das ist für mich ja in den letzten 15 Jahren, auf was ich Lust hatte. Ich wollte einfach Leute mitnehmen, die sagen, hey, zeig mir mal das von oben. Und ich hoffe, dir gefällt's. Mir gefällt es unfassbar, wirklich. Der Kamerafrau gefällt's auch? Ich glaube ja. Gefällt's dir? Nickt's? Gefällt's dir? Ja? Während die beiden sich über ihre Headsets verständigen, höre ich außer der Motorengeräusche übrigens nichts. Tonmäßig bin ich hier oben also im Blindflug unterwegs. Ich muss sagen, was mich so auf so ein Band zieht, sind so diese dichten Wälder. Wenn man die von oben auch sieht, als ob man gar nicht durchkäme, so dicht und Naja, geheimnisvoll. ich sag mal, es ist Urwald. Ne? Es ist wirklich Urwald. Ja. Und ich glaube, Wandern. Ja, ist, glaube ich, perfekt. Ich liebe diese Gegend. Im Vergleich zu den felsigen Alpen sehen die dicht bewachsenen Hügel aus, als hätte man sie mit einer weichen grünen Moosdecke überzogen. Also Schäßburg ist, glaube ich, place to be. Ja. Das muss man, glaube ich, einfach gesehen haben. Ja. Was macht Schäßburg so einzigartig? Ja, die Burg natürlich. Ja. Und die Schule, ich war auf der Schule, meine Eltern waren auf dieser Bergschule. Ja. Also, das muss man gesehen haben. Und, ja, Hermannstadt, ne? Wir haben es gesehen, die letzten 48 Stunden. Ja. Die können Party, die können Kultur, die können Bar, die können stylisch, die können Design.
Mega. Und ich glaube zum guten Schluss, Braschow. Ja. Und es gibt unglaublich coole Boutique-Hotels. Also es gibt Hotels, wo ich sage, boah, Wahnsinn. Also ich habe entschlossen, ich habe meine Frau angerufen gestern, hat gesagt, nächstes Jahr im Sommer machen wir Urlaub hier. Meine Tochter ist 6 und die freut sich auch schon. Also ich freue mich, meine Familie freut sich auf nächstes Jahr Urlaub Siebenbürgen. Wir nehmen Kurs auf die Landebahn. Das mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber der Landeanflug macht mindestens genauso viel Spaß wie der Start. Das könnte vielleicht auch am Adrenalinschub liegen, den man bei diesem Anblick nochmal mitnehmen darf. Holgers Gesichtsausdruck spricht für sich. Gut. Eike, ich sag 1000 Dank. Das war wirklich ein einzigartiges Erlebnis, wirklich. Immer wieder gerne. Dankeschön. Ja? Wahnsinn. Sieht sicher sehr grazil aus, was ich hier mache. Love the view. Cool. Du bist ein cooler Typ. Ebenso. Vielen, Ja? vielen Dank. Pass auf dich auf. Machen wir. Ja? Du auch. Fliegst sicher. Ciao. Ciao. Nach diesem Erlebnis freue ich mich umso mehr auf die vor uns liegenden Wochen und Abenteuer. Hier in Siebenbürgen. Ja, ich muss mich jetzt echt noch mal sammeln. Ich merke jetzt, wie das Adrenalin langsam nachlässt. Also ich meine, ich hatte keine Angst oder so, aber es war wirklich aufregend. Ich fand das wirklich auch echt ein tolles, einzigartiges Gefühl. Wenn es euch gefallen hat, dieses Format, diese Reise, dieses Video, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir fahren jetzt erstmal zurück in die Stadt, ins Hotel. Wir haben immer noch nicht ausgecheckt, wir müssen es auschecken. Und dann geht es für uns zum Bahnhof und dann reisen wir mit dem Zug jetzt hier von Hermannstadt nach Kronstadt rüber. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Klimaanlagen funktionieren genauso gut wie bei uns in Deutschland. Wir kriegen die Chance, diesen Leuten, die herkommen wegen Dracula, ja, dass sie uns erfahren. Butterig, cremig, trüffelig. Welcome to Siebenbürgen, würde ich sagen.